haben alles reingeworfen ins Spiel, haben gekämpft, haben gefightet, haben natürlich nicht alles richtig gemacht und dann hätten wir gerne den Punkt mitgenommen. Viel hat nicht gefehlt, um endlich mal wieder was Zählbares mit aus München nach Dortmund zu bringen. Am Ende steht aber eine knappe Niederlage und damit ein herzliches Hallo hier aus Dortmund-Brakel zu unserem Spieltagsrückblick. Wir haben heute einiges für euch vorbereitet. Wir haben wie immer die Stimmen zum Spiel, wir haben ein Update zu Erling Haaland und ein exklusives Interview mit Mats Hummels. Beginnen wollen wir aber trotz der Niederlage mit den Netradio-Highlights von Boris und Nobby. So haben die beiden diesen schwarz-gelben Blitzstart kommentiert. Hier in München, Erling Haaland zieht ab aus 16 Metern, Schwarz-Gelb führt nach 8 Sekunden. Ja! Erster Schuss aufs Tor und der ist gleich drin. Neuer muss hinter sich greifen. Jetzt über die rechte Seite, der Versuch und schön über die linke Seite. Jetzt kommt Nico Schulz. Nico Schulz auf. Ball in die Mitte, Haaland, 2:0, 2:0, 2:0, 9. Minute, BVB! Erling Haaland hat gestern seine ersten Bundesliga-Tore in der Anfangsviertelstunde erzielt. In dieser Saison steht er nach 19 Spielen bei 19 Bundesligatoren. Nach 60 Minuten wurde er ausgewechselt. Für ihn kam Steffen Tigges in die Partie. Warum? Das hat Edin Terzic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erläutert. Ja, für uns war klar, dass Earl heute das Spiel nicht beenden wird, wenn er von Beginn an spielt. Und er hat natürlich dann auch kurz vorher den Schlag bekommen auf die Achillessehne, aber er hat signalisiert, dass es kein großes Problem sein wird. Und er spielt hervorragend, hat heute super gespielt, aber wir müssen ein bisschen auch aufpassen, müssen ihn ein bisschen beschützen, weil er natürlich in der letzten Zeit sehr, sehr viel gespielt hat. Der BVB hat in München wahnsinnig viel investiert. 2 Tore erzielt und ist 5 Kilometer mehr gelaufen als die Bayern. Am Ende steht aber diese knappe Niederlage entsprechend. Enttäuscht waren die Spieler nach dem Spiel, aber auch die Szene vor dem 3:2, der Zweikampf zwischen Emre Can und Leroy Sané, war natürlich ein Thema. Kann er pfeifen, muss er nicht, aber ich finde einfach generell in der zweiten Halbzeit, der Schiedsrichter hat zu viel auf Zuruf gepfiffen, 50-50 Bälle. Wir haben, glaube ich, keinen Foul bekommen, keine Ahnung, und das macht manchmal das Rhythmus kaputt. Man will da sein, man ist im Zweikampf und dann pfeift der Schiri für Rot. Ja, wir haben gut angefangen, 2-0 in Führung. Waren dann für meine Gefühle einfach, sind wir dann zu passiv geworden, haben dann nicht mehr diese Pressing-Situation gehabt, weil wir ein bisschen zu tief standen. Dann haben wir irgendwie nicht mehr versucht, Fußball zu spielen und Bayern hat es klar gut gemacht. Wir wissen auch, Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt, aber trotzdem müssen wir alle, die auf dem Platz standen, versuchen, mehr Fußball zu spielen, mutiger zu sein. Schlüssel ist dann schon gewesen, dass wir zu schnell die 2 Gegentore bekommen haben. Das erste, weil es einfach komplett zu verhindern war. Ja, das hat gut angefangen, aber dann müssen wir auch weitermachen, klar. Wir haben es lange eng gehalten. Am Ende entscheidet so eine Kleinigkeit und das ist bitter. Ja. Euch ist gestern sicher aufgefallen, dass das Logo unseres Hauptsponsors 1&1 in Regenbogenfarben gehalten war. Damit wollen der BVB und 1&1 ein klares Zeichen für mehr Vielfalt und Chancengleichheit setzen und solidarisieren sich mit der LSBTIQ-Sternchen-Community. Nicht nur das Logo von 1&1 war in Regenbogenfarben zu sehen, sondern auch die Kapitänsbinde. Und die wanderte nach der Auswechslung von Marco Reus an den Oberarm von Mats Hummels. Und mit dem habe ich mich heute noch mal über diese Partie unterhalten. Die Niederlage war sehr bitter, sie war spät. Wie sehr wurmt das einen auch noch? Wurmt natürlich sehr, weil ich glaube, dass wir haben jetzt kein Zauberspiel hingelegt, also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie die überlegene Mannschaft gewesen wären, aber wir haben, obwohl wir sehr viele Ausfälle hatten, wenn man dann auch noch sieht, dass im Spiel eben auch noch mal 2 raus mussten mit Dan und Erling, hatten wir halt dann schon sehr viele Hochkaräter, die nicht mehr spielen konnten, haben alles reingeworfen ins Spiel, haben gekämpft, haben gefightet, haben natürlich nicht alles richtig gemacht und dann hätten wir gerne den Punkt mitgenommen, aber klar, Bayern war dann sehr überlegen. Dann sind sie oft an 16er gekommen, waren oft im 16er, haben viele Flanken geschlagen. Dann haben wir eigentlich viel wegverteidigt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber ja, wenn es halt dann einmal nicht klappt, dann reicht das gegen so eine gute Mannschaft leider manchmal schon. Tut natürlich weh, aber da es allen verdient war und wir eben auch, wie gesagt, ein paar Probleme hatten, kann es leider vorkommen. Ihr hattet einen wahnsinnig guten Start. Nach 9 Minuten stand es 2-0. Was ist dann nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Wir sind ein bisschen zu passiv geworden gegen den Ball, hatten auch trotzdem noch weiterhin gute Kontersituationen, die wir aber dann
mindestens 2 im letzten Pass zu ungenau ausgespielt haben, wo, glaube ich, auch ein drittes Tor sogar vor dem Anschlusstreffer möglich war. Das musst du halt dann natürlich nutzen gegen so eine gute Mannschaft, und dann haben wir es leider nicht mehr geschafft, so richtig viel Entlastung zu kriegen. Also Bayern hat dann aggressiv gepresst, wir haben im Ballbesitz zu viele Fehler gemacht und gegen den Ball haben uns zu oft, nicht immer, aber zu oft tief reindrücken lassen, was eigentlich nicht der Plan war. Aber ist halt auch einfach der individuellen Qualität des Gegners geschuldet. Bayern kann das, Bayern ist da so gut, und dann kommt es eben vor. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, hätte man sich über eine Punkteteilung auch nicht beschweren können, wenn sie gekommen wäre. So kann man sich über die Niederlage aber auch nicht beschweren. Du hast ja nach den Spielen, in denen die Ergebnisse nicht so gepasst haben, immer gesagt, dass ihr im Training richtig gut arbeitet, dass du da viele sehr gute Dinge siehst. Wie viel von dem hast du jetzt in den letzten, auch in München, aber auch in den Spielen davor schon gesehen? Ich glaube, auch da hat man schon Fortschritte gesehen, in den anderen Spielen natürlich teilweise noch mehr. Ich glaube, das ist eine Sache, die man oft nur einschätzen kann, wenn man wirklich im Training dabei ist, wenn man vielleicht auch auf dem Platz steht. Ein Fußballspiel ist ein ganz anderes, wenn man es von oben von der Tribüne sieht. Das weiß ich auch, wenn ich nicht mitspiele. Oder wenn man auf dem Platz steht. Viele Dinge kann man gar nicht von außen beurteilen, die da passieren. Das geht einfach nicht, weil man es nicht erlebt aus der Perspektive. Und deswegen finde ich, dass da vieles schon zu sehen ist. Aber wenn wir wirklich ein absolutes Top-Team national und international sein wollen, müssen wir uns immer noch in einigen Punkten steigern. Welche positiven Aspekte, die du gesehen hast in München, nehmt ihr mit in das Spiel gegen Sevilla? Dass der Wille bei uns absolut da ist, dass wir eben auch, wenn wir so dezimiert sind, wie wir es gestern waren, einfach alles reinhauen, dass wir uns nicht geschlagen geben, und aus den anderen Spielen davor einfach, dass wir eben mit einem guten Plan, und wenn wir den einhalten und mit unserer Qualität, dann einfach auch wirklich eine sehr gute Mannschaft sein können. Damit ist, denke ich, alles gesagt zu diesem 24. Spieltag. Zeit für uns, den Deckel drauf zu machen. Viel Zeit zum Analysieren bleibt ohnehin nicht, denn bereits am Dienstagabend steht das Rückspiel im Champions League Achtelfinale gegen den FC Sevilla an. Rund um dieses Spiel haben wir ein pickepackevolles Programm für euch vorbereitet. Bereits am Montagvormittag begrüßt euch Nobby hier aus Dortmund-Brakel zum Abschlusstraining. Wie immer, die ersten 15 Minuten seht ihr da live. Gegen 14:30 Uhr dann die Pressekonferenz mit Trainer Edin Terzic und einem Spieler. Und am Matchday dürft ihr euch endlich wieder auf unsere Warm-Up-Show freuen. Ab 19:45 Uhr begrüßt euch dann Nobby mit seinem Gast Roman Weidenfeller aus dem Signal Iduna Park. Und nach Spielende zum Abschluss die Pressekonferenz mit Edin Terzic. So viel von uns für heute. Macht's gut. Tschüss aus Dortmund.